Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Peper. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Invisolution GmbH. Wir haben uns auf die digitale Behandlungsplanung in der Aligner-Orthodontie konzentriert und bis heute über 30.000 individuelle digitale Behandlungspläne interdisziplinär mit den Kieferorthopäden erstellt. In dem heutigen Video geht es darum, Kompression im Aligner zu verhindern, indem ich schon bei der digitalen Behandlungsplanung darauf achte, dass ich ausreichend Platz einbaue, um Zahnbewegung besser möglich zu machen. Viel Spaß beim Video! Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Tipps und Tricks zur CleanCheck Software, zur CleanCheck Bearbeitung, Tipps und Tricks, wie kann ich den CleanCheck so gestalten, dass am Ende das klinische Ergebnis auch wirklich zu 100% dem entspricht, was ich vorher geplant habe. Wie kann ich also die Planung optimieren und individuell auf die Patientenbedürfnisse einstellen, dadurch die Behandlungszeit am Ende und die Refinement-Rate deutlich reduzieren. Blockierenden Kompressionen des Aligners entgegenwirken. Was bedeutet das? Das Aligner-System oder der Aligner an sich hat tendenziell eine Kompressionswirkung auf den gesamten Zahnbogen. Das hängt damit zusammen, dass mit dem Einsetzen des ersten Aligners beim Patienten ja bereits schon Bewegungen einprogrammiert sind. Das heißt, der erste Aligner ist nicht kongruent mit der Situation im Munde des Patienten. Und diese kleinen Bewegungen, die eingeplant sind, ich halte es nochmal ganz kurz fest, die Maximalbewegung 0,25 mm translatorisch, 2 Grad Rotation, 1 Grad Torque. Das ist das Maximum pro Zahn, pro Aligner, was einprogrammiert sein kann, unabhängig von den sequentiellen Bewegungsmustern, die wir für einige Bewegungen brauchen. Ist es jetzt so, dadurch, dass eine leichte Bewegung einprogrammiert ist, ist ja der Aligner im Moment, in dem er eingesetzt wurde, nicht mehr passiv, sondern er ist aktiv. Einige Zähne dienen der Verankerung und einige Zähne sollen bewegt werden. Da das aber nie 100% so abläuft, wie es geplant ist, da natürlich immer ein kleiner Verankerungsverlust entsteht, je mehr Zähne zur gleichen Zeit bewegt werden, haben wir immer das Problem, dass auf irgendwelche Zähne in diesem System auch eine kleine Kompression wirkt. Und dem kann man wunderbar entgegenwirken, wenn man intelligent mit dem Lückenmanagement bei der CleanCheck-Planung, wenn man da intelligent mit umgeht. Da möchte ich heute mal Ihnen so ein paar Fälle darstellen und einfach mal zeigen, wie man das Ganze optimieren kann. Warum muss das Ganze optimiert werden? Stellen Sie sich Folgendes vor. Ich beschreibe immer ganz gerne den sogenannten Melonenkerneffekt. Ich nehme jetzt eine Wassermelone, ich schneide die mittig durch, ich nehme mir einen Melonenkern, ich drücke die Finger zusammen und dieser Kern springt einige Meter, obwohl ich relativ viel Kraft aufgewendet habe. Und genau dieses Phänomen ist klassisch für die Behandlung mit Aligner. Sie haben mit Sicherheit schon mal gesehen, dass die oberen Zweier ausgestiegen sind. Also plötzlich war die Schneidekante nicht mehr im Bereich des Aligners, sondern man konnte deutlich sehen, dass eine Intrusion stattgefunden hat. Posterior offene Bisse, intrudierte Prämolaren, alles das sind Nebeneffekte einer Alignerbehandlung. Es hat sehr viel tatsächlich mit der CleanCheck-Bearbeitung zu tun. Häufig passiert Folgendes bei der Planung. Das ist ein Irrglaube, dass man beispielsweise meint, okay, ich möchte einen Prämolaren rotieren. Während der Rotation wird natürlich die mesiodistale Ausdehnung des Prämolaren verändert sich durch die Anatomie des Zahnes. Dadurch entstehen Frühkontakte. Und dann ist ganz häufig die Frage, die an uns gerichtet wird, liebes Invisolution-Team, lieber Herr Peper, warum haben Sie mir denn nicht mesial und distal dieses Zahnes eine Schmelzreduktion eingeplant? Damit ich ja genug Platz habe, um den Zahn zu rotieren. Aber es ist genau das Gegenteil, was eigentlich passiert. Denn in dem Moment, wenn ich aktiv eine Schmelzreduktion im CleanCheck einplane, bedeutet das,
dass wir ja noch eine zusätzliche Kompressionskraft haben. Also gehen wir mal davon aus, die Länge des Aligners von Distal 7 bis Distal 7 beträgt was auch immer. In dem Moment, wenn ich jetzt aber für eine Rotation 0,2 mesial-distal dieses zu rotierenden Prämolaren eingeplant habe, wird der Aligner ja genau um diesen Wert kleiner, beziehungsweise um diesen Wert entsteht ja eine Kompression, wenn ich nicht mindestens klinisch diese Menge der ASR im Munde des Patienten durchführe. Und darum muss man hier häufig mal umdenken und es genau andersherum machen, nämlich lieber leichte Lücken einplanen, anstelle der ASR im CleanCheck, wo wir ja eigentlich die Approximalkontakte ineinander schieben, was anderes ist es nicht. Ich würde sagen, okay, ich öffne ganz vorsichtig diese Approximalkontakte, gehe also jeder Mikrokollision aus dem Weg und bereite mir aktiv eine Lücke, damit ich praktisch nicht diese blockierenden Kompressionen habe, damit ich praktisch wirklich die Zähne aneinander vorbei bewegen kann. Ähnliches gilt für, wenn ich einen Kreuzbiss überstellen möchte, beispielsweise ich möchte nur den Sechser nach bukal bewegen, dann ist es das Gleiche. Ich muss jetzt natürlich darauf achten, dass ich dadurch, dass die Kontaktpunkte ja auch oft so gestaltet sind, dass es relativ schwierig oder dass die anatomisch so stehen, dass es für mich relativ schwierig ist, diesen Zahn aus dem Kreuzbiss rauszubekommen, muss ich natürlich eher zunächst erstmal Platz schaffen, indem ich zum Beispiel den 7er distalisiere. Und da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Tipps und Tricks und ich möchte Ihnen heute auch einfach mal darstellen, wie Sie das Ganze auch optimal in Techniker kommunizieren oder wie Sie das vielleicht mit den 3D-Tools einstellen. Zunächst einmal starten wir mit dem Punkt geplantes Roundtripping. Da ist zunächst erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Roundtripping? Ein Roundtripping gibt es in unterschiedlichsten Bereichen des CleanChecks. Ein Roundtripping beschreibt, ähnlich wie ein Jiggling, zum Beispiel zunächst einmal eine Protrusion, dann wieder eine Retraktion oder eine Expansion, um Platz zu schaffen. Am Ende werden die Zähne wieder zusammengeführt. Oder in der Oberkiefer-Frontzahnbewegung zunächst einmal bei einer Klasse 2-2 retroinklinierte Front zunächst einmal eine Protrusion, Intrusion, Retraktion. Also alle diese Bewegungen, die erst in eine Richtung und dann wieder in die andere Richtung zurückgehen, werden als Roundtripping beschrieben. Nun ist es so, nun gibt es für einige Bewegungen ein geplantes Roundtripping, was wir aktiv einsetzen, um Platz zu schaffen. Und ganz klassisch dafür ist Kreuzbissüberstellung eines einzelnen Molaren, eines Sechsers, dass wir zunächst erstmal mit einer Distalisierung des Siebeners beginnen, dann die Kreuzbissüberstellung machen und am Ende wieder eine Mesialbewegung einplanen. Ich zeige Ihnen mal, wie das im CleanCheck aussieht. Ja, hier im CleanCheck ist es gut zu erkennen und ich zeige zunächst einmal den ursprünglich geplanten Fall. Das ist dieser hier und hier erkennen Sie, das ist praktisch der erste CleanCheck von Invisalign. Hier haben wir im Oberkiefer zunächst erstmal in Summe 0,4 ASR, was ja schon zu einer Kompression führt, wenn diese nicht mindestens umgesetzt werden klinisch. Und eine gleichzeitige Bukal-Bewegung des Sechsers, aber auch des Siebeners. Also die Kontaktpunkte, die ja breiter werden, werden nur dadurch ausgeglichen, dass wir eine Schmelzreduktion im Bereich des Fünfers machen. Und hier wäre eine viel bessere Herangehensweise zu sagen, wir machen es genau gegenteilig. Wir machen keine ASR im CleanCheck, öffnen den Kontakt durch Distalisierung des Siebeners und machen eventuell sogar noch einen Hauch ASR distal des Fünfers, einfach um wirklich ausreichend Platz für die Bewegung zu generieren. Und im nächsten CleanCheck würde das dann auch so aussehen, dass man sagt, okay, man beginnt mit der Distalisierung des Siebeners. Jetzt wird tatsächlich Platz geschaffen. Jetzt erfolgt die Distalisierung. Jetzt ist während der gesamten Bewegung ist auch hier eine Lücke vorhanden. Und die wird dann wirklich erst ganz zum Schluss, wird die erst wieder geschlossen. Und auf diese Art und Weise wirken wir jeder Kompression des Aligners entgegen. Im Gegenteil,
Wir sorgen dafür, dass einfach ausreichend Platz vorhanden ist. Kommuniziert wird das an den Techniker relativ einfach. Zunächst erstmal schreiben wir lieber Techniker. Bitte denken Sie immer daran, dass am anderen Ende ein Mensch sitzt und kein Computer. Denn nur der Mensch ist in der Lage, das, was Sie geschrieben haben, umzusetzen im System mit seiner Treat-Software. Wir schreiben also lieber Techniker. Erstens, wir versuchen es immer einzugliedern in erstens, zweitens, drittens, je nach Topic. Und jetzt haben wir zunächst erstmal Topic Kreuzbissüberstellung. Für die Kreuzbissüberstellung benötigen wir während der Überstellungsphase ausreichend Platz. Hierfür bitte 1a. In der ersten Stufe den Approximalkontakt distal 1,6 um 0,75 mm durch Distalisation von 1,7 öffnen. Ganz wichtig, durch Distalisation. Nicht, dass der Techniker auf die Idee kommt, mesial des 6ers, des 5ers mit ASR zu arbeiten, um den Platz zu schaffen, weil dann haben wir wieder eine Kompression im Aligner und kein Auflösen des Engstandes. 1b, diese Lücke bitte während der Überstellung, Bukalbewegung von 1,6 belassen und erst in den letzten Aligner-Stufen wieder schließen. Ganz, ganz wichtig. Wir müssen dem Techniker kommunizieren, dass er die Lücke öffnet und am Ende wieder schließt und sie während des gesamten Behandlungsablaufes bestehen lässt. Denn die Software, der Algorithmus der Software, mit denen die Techniker arbeiten, würde ansonsten die Lücke direkt nach Öffnen wieder schließen. Und darum müssen wir es aktiv kommunizieren, dass die während der gesamten Behandlungszeit geöffnet bleiben soll. Ja, dieser Fall zeigt aber auch noch ein zweites Thema mit. Wir haben nicht immer die Möglichkeit, mit einem Roundtripping zu arbeiten, beziehungsweise Lücken zu öffnen. Wenn wir uns diesen Zahn hier angucken, der ja auch sehr verkeilt steht, ich gehe nochmal auf den ursprünglichen Behandlungsplan, Plan Nummer 1 von Invisalign zurück, dann sehen wir genau das gleiche Problem. Wir haben einen Zahn, der durch die Überstellung in seiner mesodistalen Ausdehnung breiter wird. Die Techniker versuchen das jetzt mit viel ASR zu kompensieren, die Software macht noch einen Fehler, einen erheblichen Fehler, denn die Lücken werden zunächst, oder andersherum gesagt, der Zahn wird zunächst sogar noch rotiert, wird dadurch in seiner mesodistalen Ausdehnung größer, was dafür sorgt, dass wir noch viel mehr Klemmwirkung oder Kompressionswirkung im Aligner haben. Und dem müssen wir unbedingt entgegenwirken. Also, wir machen Folgendes. Das ist jetzt der ursprünglich geplante CleanCheck. Und was Sie bei dem Zahn 4.6 sehen, sind die Algorithmen der Software. Die Algorithmen der Software machen Folgendes. Sie rotieren zunächst. Und dadurch wird der Zahn natürlich breiter. Und da muss auch so viel ASR gemacht werden. Jetzt könnte man sagen, okay, wir distalisieren 8er und 7er. In dem Fall ist das nicht möglich, wegen des aufsteigenden Astes etc. auch viel zu aufwendig, beziehungsweise würde vielleicht zu lange dauern. Und aus diesem Grunde nehmen wir doch die Rotation zu Beginn erstmal raus und bewegen den Zahn von Anfang an einfach nach lingual und reduzieren dadurch auch noch die Schmelzreduktion. Und lassen ihn etwas leicht rotiert stehen, einfach um die Prioritäten richtig zu setzen. Dadurch entsteht ein neuer CleanCheck, der sieht folgendermaßen aus, und zwar keine Rotation zu Beginn. Der Zahn soll ja nicht breiter werden. Wir können dadurch die ASR ein bisschen reduzieren. Also man muss einfach im CleanCheck immer schauen, wie wirken wir dem entgegen, dieser Klemmwirkung, und das kann man bei jeder einzelnen Bewegung nochmal kontrollieren und einfach gucken, dass wir da keine problematischen Kollisionen haben oder, wenn wir keine Möglichkeiten haben, Lücken zu öffnen, zumindest die schwierigen Bewegungen so zu reduzieren, dass sie mehr Sinn machen. Der nächste Punkt, den wir hier ansprechen möchten, ist der sogenannte Mobility-Effekt. Was bedeutet das Ganze? Das bedeutet, dass wir aktiv in der ersten aktiven Aligner-Stufe ein klein wenig Expansion mit einarbeiten, so wie man es ja mit anderen Techniken auch macht. Da muss man aber extrem darauf achten, dass man das vernünftig an den Techniker kommuniziert und dass man das symmetrisch macht. Sprich, ich sollte im dritten und im vierten Quadranten immer auch denselben Wert an Mobility-Effekt einbauen. Der Mobility-Effekt bedeutet eigentlich nicht mehr als ein Öffnen der Approximalkontakte in den Bereichen, wo wir komplexe Bewegungen haben, um 0,1. Wenn wir uns jetzt das anschauen, was wir dort sehen, haben wir
Schwierige Rotationsbewegungen der Prämolaren. Und warum finden die meistens klinisch nicht statt? Weil die Zähne blockiert sind. Und wir wirken dem entgegen, indem wir 0,1 mm mesial und distal dieser zu rotierenden Zähne den Kontakt öffnen, dann die Rotation und am Ende werden die Kontakte wieder durch ganz leichte Kompression geschlossen, aber erst ganz am Ende der Behandlung. Und wir machen das häufig dann so, um so einen gleichmäßigen Effekt im Aligner zu haben, auch noch einmal zwischen den Einsern approximal 0,1 öffnen. Selbst wenn wir jetzt nur die Rotation des Zahnes 3,5 dadurch unterstützen wollen, dass wir etwas Platz schaffen, sollten wir auch bei 4,5 um denselben Wert ein klein bisschen Öffnung des Aligners ein. Aber auch nicht mehr als an 5 Stellen 0,1, denn wenn wir überall mit 0, 2, 3, 4 die Lücken öffnen, dann haben wir natürlich irgendwo simultane Bewegung, simultane Distalbewegung, 6er, 7er, zu starke Protrusion. Es muss also im Rahmen bleiben. Man muss da so ein bisschen abwägen. Ja, das ist der sogenannte Mobility-Effekt. Wie sieht das Ganze dann im Clean-Check aus? Also hier ist es relativ deutlich und gut zu erkennen. Wenn wir uns den Fall mal anschauen, dann sieht man, dass hier für die Rotation durch die Anatomie des Zahnes natürlich wenig Platz da ist und es wahrscheinlich während der Rotation dazu führen wird, dass ein Frühkontakt entsteht. Und dem wirkt man jetzt einfach entgegen, indem man zunächst durch eine leichte Bucalbewegung des Zahnes 1,6 ein bisschen Platz generiert, um diesen Bewegungen genug Spielraum zu geben. Das ist der Mobility-Effekt. Leichte Öffnung 0,1, 0,2 zu Beginn, um eine Bewegung generieren zu können und am Ende dieser Bewegung wird der Kontakt wieder geschlossen. Ich habe noch einen zweiten Fall, den ich Ihnen hierzu gerne zeigen möchte. Und zwar erkennt man es hier auch nochmal relativ gut, dass wir zwischen den Zähnen 3,1 und 4,1 zunächst erstmal leicht den Kontakt öffnen. Natürlich geht das auch immer einher mit leichten simultanen Bewegungen, aber im Endeffekt ist eine simultane Bewegung ja immer oder anders gesagt, der Aligner wird einfach einen Hauch größer, um Bewegung zu generieren. Und trotz dessen können Sie immer noch eine leichte, ganz, ganz vorsichtig vielleicht, falls nötig, die Approximalkontakte öffnen, einfach um wirklich ausreichend Bewegungsspielraum zu haben. Und das ist der Mobility-Effekt und wie wir das Ganze dem Techniker kommunizieren, zeige ich Ihnen jetzt. Wie kommuniziere ich das dem Techniker? Ich sage, lieber Techniker, auch wieder respektvoll, lieber Techniker, bitte Mobility-Effekt einsetzen. Aber das reicht nicht aus. Ich muss ihm genau beschreiben, wie, damit nicht zu viel Bewegung stattfindet. Im Oberkiefer, in der ersten Stufe, Approximalkontakte zwischen 3,1, 4,1 und distal 3,4, 3,5, 4,4, 4,5 um 0,1 mm öffnen. Man kann es auch mit den 3D-Tools machen, aber der Mindestwert ist 0,2, darum kommunizieren wir es lieber. Diese Kontakte in den letzten 3 aktiven Stufen wieder schließen. Auch wieder nur in den letzten Stufen, damit er weiß, okay, während der gesamten Behandlungszeit möchte ich einfach ein bisschen mehr Spielraum im Aligner. Sie können natürlich Mobility Start Protokoll, Mobility Effekt, wie man es auch mal nennt, individuell programmieren. Grundsätzlich gilt aber bitte immer synchron auf beiden Seiten, damit wir keine unterschiedlichen Spannungsverhältnisse im Aligner haben. Es kann schon mal sein, dass ich einen einseitigen Mobility-Effekt einplane, beispielsweise mesial-distal 3,5 und daraus generiert dann eine Spannung, die sich auf den gegenüberliegenden Quadranten auswirkt. Und ich habe eine ungewollte Wirkung, beziehungsweise ich habe vielleicht irgendwo minimale Intrusionseffekte etc. Denn eine der häufigsten Nebenwirkungen bei Alignerbehandlung sind unerwünschte Nebeneffekte, die durch Kompression entstehen. Es kann schon mal passieren, dass der Prämolar nicht rotiert, sondern intrudiert, weil der Platz im Aligner kleiner wird. Es kann sein, dass obere Zweier intrudieren, weil irgendwo Spannung im System ist. Es kann sein, dass ich einen Bowing-Effekt habe und dadurch die Prämolaren intrudieren. Und man kann dem entgegenwirken, indem man dafür sorgt, dass wir einen spannungsfreien Aligner haben. Ja, das zum Thema blockierenden Bewegungen im Clean-Check, beziehungsweise natürlich später in der Behandlung von vornherein entgegenwirken. Ja, wie gesagt, sollten Sie mal einen Fall haben, wo Sie sich etwas unsicher sind, ob man mit dem Mobility-Effekt gut arbeiten kann oder nicht, schreiben Sie uns eine E-Mail, wir sind für Sie da. Ansonsten bekommen Sie alle weiteren Informationen auch zu Fortbildungen, die wir durchführen, was all diese Themen angeht,
unter www.invisolution.de oder auch tpao-kongress.com. Der TPAO-Kongress findet wieder im November 2021 statt. Alle Informationen zu den Speakern, die bisher an Bord sind, zu den Themen etc. finden Sie, wie gesagt, auf der Homepage tpao-kongress.com. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, schreiben Sie bitte eine E-Mail an die info@invisolution.de und ansonsten sind wir gerne an Ihrer Seite, wenn es um das Thema digitale Behandlungsplanung geht. Vielen Dank und alles Gute für Sie.